Moin. Heute gibt es mal ein neues Videoformat hier auf dem Kanal, nämlich eine Reaction. Ich habe sowas noch nicht gemacht, von daher, ich habe auch versucht, so eine Webcam oder eine. Moin. Heute gibt es ein neues Videoformat hier auf dem Kanal und ich habe versucht, das Ganze auch mit auch mit einer Kamera, also mit einer Facecam zu machen. Hat leider nicht ganz so gut geklappt, von daher eben heute nur ohne Bild. Und wie gesagt, es gibt jetzt hier auf dem Kanal auch Reactions und in diesem Fall auf das Video Homebrew on a $1.25 Nintendo DS Lite Handheld in 2019 von Modern und Vintage Gamer. Das Video habe ich auch schon vor ein paar Jahren mal gesehen, als es rausgekommen ist. Ich gucke den eigentlich ganz gerne, wobei ich zu dem Video hier halt einige Sachen zu sagen habe. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. 2004 was the year of the handheld wars. It was Sony versus Nintendo. At E3 of that year, Sony revealed Vielleicht für die Jüngeren unter uns, der allererste Nintendo DS, der sah tatsächlich so ähnlich aus. The Nintendo DS. Well, the wait is over. This is Nintendo DS. Also man sieht hier ja schon, der DS Lite, der war ein bisschen kleiner und so, ein bisschen dünner. Aber es gab wirklich dieses erste Modell, das auch einen dunkleren Bildschirm hatte und so. Aber das gab es auf jeden Fall. Von daher für die, die das nicht wissen, es gab auch noch so also der erste DS, das war kein DS Lite. Und auch kein DSi oder so, sondern halt der originale DS. But Nintendo was adamant that the DS was not the successor to the Game Boy Advance. It was based on an all-new concept and would provide players with a unique and interesting experience. And when it was released in North America for $149 in November of 2004, there were already 3 million pre-orders sold, and it shipped an additional 550,000 units during its launch week. Ja, erfolgreich war der DS auf jeden Fall. Das sieht man ja auch an der Menge von Homebrew-Anwendungen, die es gibt. Ist auch so ein bisschen der Inhalt des Videos hier, Homebrew on a $1.25 Nintendo DS Lite Handheld. To sell over 80 million units. But the Nintendo DS was on another level and sold over 150 million units worldwide and is considered the most successful handheld ever released to date. The Nintendo DS is a small, lightweight handheld device that immediately attracted the attention of hackers that wanted to run things like Homebrew, Linux, and emulators. And in early 2005, just a few short months after the launch of the Nintendo DS, there were methods to do so. In order to understand Homebrew on the Nintendo DS, we need to take a look at the hardware first. The Nintendo DS comes with two LCD TFT displays, with the bottom screen being used for touch. Two ARM CPU processors power the device, with the second ARM 7 acting as a co-processor and running at approximately 33 MHz, which is half the speed of the main CPU. Each Nintendo DS comes with wireless communications, and this was the first device that took advantage of the Nintendo Wi-Fi connection, something that we've covered recently on the channel when looking at online. Vielleicht so als kleiner Hinweis, der DS hatte damals die Software für den WLAN oder für die Wireless Communications gar nicht drauf. Das wurde dann durch die Spiele selber mitgeliefert. Deshalb gibt es auch in den Systemeinstellungen vom DS keine Möglichkeit, das WLAN einzustellen, sondern man muss dann eben in die Spiele gehen und da gibt es dann diese Möglichkeit, WFC Connection auszuwählen. Zumindest bei den DS-Spielen, bei DSi-Spielen ist das immer was anderes. Multiplayer gaming on the Nintendo Wii. The Nintendo DS introduced touch to gaming, and it was revolutionary for its time, something that's very much a standard. Genau genommen gab es auch schon ein paar andere Handhelds, glaube ich, die Touch hatten. Aber der DS war natürlich der erste richtig große und populäre. In mobile and handheld gaming today. The Nintendo DS also came with two cartridge ports, named Slot 1 for regular Nintendo DS cartridges, and removing the expansion cover at the base of the system is Slot 2. Although Nintendo claimed that the DS was not the successor to the Game Boy Advance, Slot 2 was for GBA cartridges. The system is fully backward compatible, and you could even designate which screen you wanted to play GBA games on. Als kleine Randnotiz, wenn man das Ganze über eine DS-Flashkarte oder so startet, die GBA-Spiele, dann kann man sogar so Ränder da einfügen. Also auch für die wirklich rückwärtskompatiblen Sachen. Das habe ich in einigen Videos genutzt, wo ich halt GBA-Flashkarten gezeigt habe und da so ein GBA-Symbol unten angezeigt wurde. Das war dann tatsächlich über eine DS-Flashkarte gestartet und dann gab es halt so einen Rand von der Flashkarte, der dann auf den GBA oder in dem GBA-Modus angezeigt wurde.
The Game Boy Advance had no copy protection. This meant that it wasn't long before flash cards became available that allowed ROMs to run. When the Nintendo DS was released, Nintendo incorporated Diese GBA-Movie-Cartridge oder so, die hätte man vielleicht auch noch zeigen können. encryption into the Ich glaube, die war damals auch eine der erste, Still did not die auch Homebrew abspielen konnte, also auch DS Homebrew. implement any copy protection at all to slot 2, the GBA port. And this was the first weak point that hackers had targeted. While GBA flashcards still worked on the DS, it only ran GBA code. The problem was now to run DS code from the GBA address space. This began the research and methods known as pass-through. The first hardware known as Pass-Me was a hardware device that redirects DS code over to slot 2, and with a GBA flash card, you could then boot into DS Homebrew and games. Another software method, known as Flash-Me, was a custom firmware install that booted. Es gab auch, glaube ich, 2 Generationen von Pass-Me, weil die erste irgendwie dann durch DS Lite Updates blockiert wurde. Also die Firmware des DS Lite war nicht aktualisierbar, aber die Konsolen sind mit unterschiedlichen Firmwares geschippt worden, also ausgeschickt worden. Und bei ein paar von denen war Pass-Me 1 dann schon blockiert. Nintendo DS directly from slot 2. Nintendo was not happy. They quickly patched the exploit and blocked the use of Pass-Me and caused many brick systems that had Flash-Me installed. But hackers released the Pass-Me. Aber Flash-Me konnten sie eigentlich nicht blockieren, soweit ich weiß. Also Flash-Me, das war eine Custom Firmware auf dem DS und der konnte nicht aktualisiert werden, also konnte die auch nicht überschrieben werden. Von daher, wenn man vielleicht einen neuen DS, wo Flash-Me dann noch nicht für optimiert war, damit beschrieben hat, dann ging das vielleicht nicht. Aber eigentlich haben sie durch Flash-Me keine Sachen gebrickt, das kam nur aus der Community. Oder also, wenn man einen DS, der kompatibel mit der Flash-Me-Version war, geflasht hat, dann konnte der eigentlich nicht gebrickt werden. Beziehungsweise man kannte den schon bei dem Flash-Vorgang kaputt machen, aber es lag an dem Flash-Vorgang und nicht daran, dass das irgendwie absichtlich gebrickt wurde. Which required the use of certain games to work, essentially requiring specific data to be present in the game. But the result once again was for the DS code to run via the Game Boy Advance flash card. Flash-Me was also updated, now to be brick friendly by installing itself in areas of ROM that would never be overwritten. In January of 2006, just over a year into the lifecycle of the Nintendo DS, Martin Korth, the developer of the Game Boy Advance and DS emulator known as No Cache GBA, cracked the Nintendo DS encryption on game cards. This meant that devices could be plugged into slot 1 and boot DS code without relying on custom firmwares or the use of slot 2. In my opinion, the best Nintendo DS handheld to get for retro gaming, homebrew and emulators is the Nintendo DS Lite. Not only are they more lightweight than the original model, they have a great control scheme, and the good news is these things are super cheap to buy. Der Vorteil vom DSi ist halt, dass er noch mehr Leistung hat, die eingebaut ist, und dass er eine SD-Karte hat, von der man Sachen laden kann. Aber der DS Lite hat natürlich auch seine Vorteile, vor allem weil der halt auch nativ Game Boy Advance Spiele abspielen kann, wenn man eben eine Game Boy Advance Flashkarte hat. Particular model here, which is the silver model, cost me $25 on Craigslist, and it runs emulation and homebrew really well. So you could do a lot worse than getting something like this, and you can really enjoy emulation and homebrew on the go with the Nintendo DS Lite. After the slot 1 card encryption was cracked, many different solutions flooded the market. The R4 Gold Pro is one of the few flash cards that was released that's still available today. Although I believe these are just some cheap clones of the original versions, they still perform the same job. Also ganz gleich performen die natürlich nicht. Gerade wenn man das irgendwie mit einer DS2 vergleicht oder so, das ist immer eine ganz andere Hausnummer. Allowing homebrew emulators and backups to run on your Nintendo DS. Also so als kleine Anmerkung für die nicht wissen, was eine DS2 ist. Die Supercard DS2, die hatte eingebaute Hardware, um halt dann bessere Emulatoren uns aufspielen zu können. Und ich finde sowas nicht zu erwähnen, wenn es um DS-Flashkarten geht, da fehlt so ein bisschen was. Of course, the R4 Gold Pro also works on the Nintendo 3DS, and homebrew for that system will be covered in a future episode. Setting up the R4 Gold Pro on the Nintendo DS. Vielleicht wäre es auch ganz gut gewesen, die Vor- und Nachteile der Sachen, die aktuell da auf dem Markt waren, zu nennen oder zu beurteilen. Weil das ja halt auch eine der Karten ist, die damals noch eine Timebomb hatte. Und die eigentlich auch immer noch eine Timebomb hat. Und deshalb, also ich persönlich würde dir das deshalb nicht in Videos irgendwie groß empfehlen.
Aber naja. Is simple to do. The R4 Gold Pro comes with a flash card and a micro SD card reader. You can use up to 32GB micro SD cards, which is more than enough space. On a PC, make sure it's formatted as FAT32. Now for the next thing to do is to download the firmware for the R4 Gold Pro. You can do this by going to the website www.r4isdhc.com. Das gilt aber eben nur für die Karte, die auch diese Seite auf dem Aufkleber hat und für diese Version. Es gibt auch andere FAI-Golds, die dann Kernel, also Menüs von anderen Websites brauchen. Also nicht alle Flashkarten können mit dem Menü von FAI-SDLC.com benutzt werden. Wobei FAI-SDLC.com, glaube ich, inzwischen auch schon down ist. Und jetzt gibt es den Kernel bei FAI-STHC.com. Then click on the R4 download in the menu, then scroll down to the R4 Gold Pro and click download. Now extract the contents of the file to the root of the SD card. Now from here, make sure you copy the Homebrew and emulators that you want to play onto the SD card. If you're playing emulators, make sure you include the appropriate ROMs you're playing as well. Once you have it all set up, eject the micro SD card from your... An der Stelle ist es halt noch hilfreich zu erwähnen, dass man auch immer noch die README-Dateien lesen sollte, weil da häufig steht, dass man Sachen irgendwohin kopieren soll oder so und auch BIOS-Dateien irgendwohin kopieren soll. Und das steht halt in der README-Datei. Und es reicht im Zweifelsfall halt nicht alles auf die SD-Karte direkt zu kopieren. PC and then plug the micro SD card into the R4 flash card. Then connect that card into slot 1 of the Nintendo DS and power up the Nintendo DS. Select or click on the Touch Bomberman Land game and that will boot into the R4 firmware. Now, bei anderen Flashkarten ist es auch wieder ein anderes Menü. Also hier war es Touch Bomberman, aber andere Flashkarten haben auch andere Icons. Und bei manchen steht sogar dann die Flashkarte da, die man starten möchte. Press A and your Homebrew should appear on the list. The Nintendo DS. Man hat auch schon gesehen, wie hier das runtergescrollt ist in dem Menü. Ich mag die Karte einfach nicht, weil die mega langsam ist. Also gerade das Menü ist mega langsam. Die Karte selber ist nochmal eine andere Sache. Aber das Menü von der ist einfach schrecklich. Und da finde ich es halt auch schwierig, das jetzt als die Karte, die benutzt, hinzustellen. Yes, certainly isn't a powerful system by today's standards, but it still has some great emulators that run on the system. Here are my picks for the ones that you must install. Let's set some expectations. The Nintendo DS runs at 66 MHz and lacks the power to emulate a Super Nintendo. The app, known as Snemule DS, runs pretty well, all things considered. The speed is great, but it has some major hacks, speed-ups and shortcuts to get the job done. If you're looking for accuracy, you won't find it here. The sound also has issues, and it may turn some folks away, but it handles most ROMs and plays them pretty well. This is about the best Super NES emulation that you would ever get on the Nintendo DS, and abseits von eben dem Supercard DS2 SNES Emulator, weil der wieder mehr Leistung benutzen kann. knowing that in advance makes this emulator impressive. Genesis DS is a very good Sega Genesis emulator for the Nintendo DS. Like the Super NES, emulating a Genesis on the DS is a challenge, and while the emulation isn't perfect, it runs a Genesis at very good speeds and accuracy, and it also includes save states. Sadly, it has trouble loading larger ROMs, like Sonic and Knuckles, but otherwise, if you want to play the classics for the Genesis on your DS, this is a... Aber ich glaube, das mit den größeren ROMs, das hätte man auch zu dem SNES-Emulator sagen können. Und da gab es dann, glaube ich, die Möglichkeit, über GBA-Flashkarten, also über Slot 2 RAM, dann die darauf zu laden, die größeren ROMs und die dann eben von dem, oder die dann eben im Emulator zu nutzen. must install. S8DS is a Game Gear, ColecoVision Master System and SG-1000 emulator. It runs all those ROMs very well with good performance and compatibility, supports save states, and comes with many different screen scaling options. There's also a huge list of homebrew for the Nintendo DS that's really worth checking out. I only took a look at a few, but I was very impressed with what I saw. There's over 1,000 different homebrew games and applications available for the Nintendo DS, and there's definitely some gems in that list. If you've used any that you could recommend, please let me know in the comments below. Overall, there's a lot to like about the Nintendo DS in 2019. It's cheap, easy to set up, and has a ton of homebrew available for it, and in my opinion, it's still a great handheld device, and one that may be worth checking. Dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Also der DS,
Der hat halt Unmengen an Homebrew, der hat coole offizielle Spiele, der kann ihm auch Game Boy Advance Spiele abspielen. Für viele der Sachen schon echt guter Handheld. Out in 2019. Für kompliziertere Emulatoren muss man natürlich Systeme mit mehr Leistung benutzen, zum Beispiel eine Nintendo Switch oder eine Nintendo 3DS oder so. So, in conclusion, the Nintendo DS, even to this day, makes a really awesome emulation device. Not only do you have something like this, the Nintendo DS Lite, that's small form factor, cheap to buy. Man muss ihm sagen, dass es auch zu einigen Spielen Remakes gibt. Zum Beispiel zu Super Mario 64 gab es ja dann auch einen DS-Port. Von daher kann man dann eben auch andere Nintendo-Spiele, die dann vielleicht keine Emulation oder so sind, sondern eben echte Ports drauf spielen. Und auch zum Beispiel New Super Mario Bros. DS, das geht ja auch in die Richtung von alten Mario-Spielen, aber ist halt auch ein neues Spiel. And plays emulators and homebrew exceptionally well. Look, nothing is perfect on something like this. There's been a lot of hacks that have been done in order to get things to run on the Nintendo. Es gibt ja auch einige offizielle Retro-Kollektionen, zum Beispiel gibt es auch von Sega eine. Und auch da gibt es dann teilweise Emulationen und teilweise Ports von alten Spielen auf den DS. Also es gibt ja echt eine ganze Menge an Spielen, wo man mal reingucken kann. Ich glaube sogar Final Fantasy 3 und 4 oder so da gab es einen exklusiven Port auf den DS. But the amount of homebrew and emulators available for the system is quite honestly mind-blowing, especially homebrew. There's so much homebrew and original games and ports that you can play on the Nintendo DS. It's honestly something that I've really not looked into in the past, and I feel a little bit bad that I haven't really dabbled with a system like this more, but there's so much cool homebrew out there for the Nintendo DS, and do yourself a favor and check it out if you are interested. Now, I'm going to get inevitable questions. What about the 3DS? Why wouldn't you just do this on the 3DS? Now, I will be covering the Nintendo 3DS homebrew in a future episode of the show, so stick around for that. But in this particular case, Der 3DS ist natürlich auch deutlich teurer. Gerade die New 3DS-Modelle, die dann bei Emulation und so noch bessere Performance haben als der originale DS. wanted to talk about the Nintendo DS because it's a cheap handheld. This particular model, as mentioned, only cost me $25. You can get something like this for... Wobei ich glaube, dass der DS auch schon wieder teurer wird. Also der war ja schon irgendwie bei, ich weiß nicht, 30 oder 20 bis 30 Euro für gute Modelle. Und ich glaube, der geht jetzt schon wieder in Richtung 40, 50 Euro. Almost next to nothing and have an awesome experience with retro emulators and homebrew. Well guys, before I go, I do have one announcement that I want to make. I will be... Ja gut, das war's jetzt mit meiner Reaction zu Modern Vintage Gamer. Also wie gesagt, ich finde halt den Flashkartenteil so ein bisschen schwach, weil er nur eine der Karten zeigt und eben auch da nicht die Unterschiede und so weiter herausstellt. Und man hätte natürlich auch noch über Rumble Packs und so weiter reden können. Aber so halt wie gesagt meine Meinung dazu. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.